Welcome to Bulwark, a game about chaotic creativity. No conventional controls, one button to paint the landscape, another to move about. And while you paint towers and walls, people will start to make the world come alive. Keep building, that's the trick. This can be confusing at first, overwhelming even, but don't worry, there's also no mistakes. Und damit herzlich willkommen zu Bulwark. Und das war gerade Thomas Salah, der Entwickler des Spiels. Es ist eine Städtebausimulation und ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwarten wird. Deswegen gehen wir einfach rein. Let's go. This is the campaign mode. Here you get a taste of the open world building sandbox. It has a basic tutorial, a resource system based only on distance rather than how much you can produce, and an ever-expanding set of encounters, world events and unlockables. Okay. Wir haben eine A word of Kampagne. advice. Click and build everywhere. There are no mistakes, and slowly figuring out what builds where and how things grow is part of the game. Wir sollen It's überall about bauen. experimenting. Und So jederzeit don't be klicken, afraid oder was? and go wild. Ja gut, wir werden sehen. Das nehmen wir jetzt hier. Our Gucken mal, people was were passiert. wrecked during the War of the Tree. Dunkel, Castellus, Moorbridge, and even Port Remit. Nothing remained of our prosperous free houses after decades of attrition. We took what we had and left in order to resettle in peace, away from the warlords and fiefdoms that remain. We will succeed because on our backs the past was built, and from our hands the future will be wrought. Freihaus. Okay. Tutorial. Ressourcen vorbereiten. Den Aufklärer fliegen, einen Kommandoturm entwickeln, die Open World erkunden. Okay. Ah, you're finally here. We've already built a few essential buildings. I'll assist you in connecting things up and getting the settlement up and running. Ja. While you're on the ground, we will focus on a single building at a time. This will allow you to build outward in a variety of ways and upwards later on. First, connect this outpost to the wood mill, which is located down in the shallow water beside the sea tree. Ich habe connected. Without wood, we cannot build. Hä? Bewege den Cursor zum Außenposten. So. Warum soll ich jetzt schon wieder machen? Verwende Maussteuerung und Ziele, um den Cursor zu bewegen. Bewege den Cursor zum Sägewerk im seichten Wasser, bis er sich verbindet. Drücke dann Space, um einen verbundenen Gehweg zu bauen. Ich habe mir die ganze Zeit linke Maustaste gedrückt. Okay, das machen wir. Jetzt bauen wir einen Weg. Our workers are already building houses Okay, and krass. industry along the walkway. Wherever you build and our workers can reach, they will settle. Let's now focus on the wood mill. Ja. Bewege den Cursor zum Sägewerk in der Nähe. Hab This is ich? your wood mill. It produces and transports wood across walkways. Let us build a basic wooden tower with a walkway towards it. Einen einfachen Holzturm sollen wir bauen. Verlängere die Baulinie mit Maussteuerung und Zielen, bis ein Kreis angezeigt wird. Drücke dann Space. You just built a basic tower. It is used to connect up your settlement and Sicher, Leute? transport vital resources. Workers will also build homes and industry around it. So, was jetzt? Bewege den Cursor zum Sägewerk. Wood can only travel a limited number of walkways away from the wood mill. But this can be increased by encouraging workers to build along walkways connected to the wood mill. Baue mehr Verbindungstürme und Gehwege vom Sägewerk aus.
Untersuche den Ressourcenfluss mit Control, um zu sehen, wie die Produktion des Sägewerks wächst. Was? Okay, ich habe noch einen Turm. Good work. The wood mill is now delivering wood further than before, so we can move on. Across from the wood mill, we also built a stone quarry. Let's connect that to our settlement. Baue Verbindungswege zum Steinbruch, der bereits auf den Felsen hinter dem Sägewerk gebaut ist. Wo? Bis hier. Ach so. This resource extractor is missing access to workers. This stone quarry works similarly to your wood mill. It Okay, ich produces baue einen stone Weg. that can travel a limited number of walkways. Boah, krass. Ich würde jetzt gerne hier noch ein paar Leute sehen. Was soll ich? Du musst einen einfachen Holzturm auswählen. Linke Maustaste wählt das Gebäude aus, das dein Cursor am nächsten ist. Das nächste Gebäude wird immer mit dem blinkenden orangefarbenen... Great job. Was? Now we have access to the quarry, our wooden towers can be upgraded to stone. Ah, okay. Aufwerten Space. Stone Oha. towers create stone walkways. If you Wow. rebuild a walkway adjacent to a stone tower in place of a current wooden one, it Das will machen be wir dann aber upgraded gleich to überall, stone. oder? Select your outpost, so we can start expanding it further. Wähle deinen Außenposten aus. War das nicht der da oben? Oh. Ja, da war das, ne? Ja. Outposts can be upgraded as well. Let's use the stone to upgrade the outpost to its second stage. We can add foundations to basic towers and outposts. These allow workers to build a higher class of housing on them, increasing the worker output. So, was soll ich tun? Was soll ich jetzt machen? Bewege den Cursor zum Außenposten, bis er sich verbindet oder das blinkende orangefarbene Symbol erscheint. Schon wieder? Ergänze deinen Außenposten mit einem Fundament, verlängere die Baulinie langsam, bis du viereckige Symbole siehst. Drücke Space, wenn ein Viereck angezeigt wird. Okay. The worker output of our outpost can be improved further by connecting more towers and walkways to it. Okay. Interesting. Untersuche den Arbeiterfluss deines Außenpostens mit Control. Oha. Okay, Freihaus, großer Außenposten, Arbeiter, Holz, Stein, Eisen. Gesinnung aufbauen. Hier sehen wir in der grünen Leiste sehen wir die Arbeiter sozusagen und auf Orange sehen wir, dass das Holz reinkommt und Steine auf Blau. 206 Leute haben wir. Plus 4 Arbeiter. Baue mehr Verbindungstürme und Gehwege zu deinem Außenposten. Untersuche den Arbeiterfluss deines Außenpostens mit Control. Mehr Verbindungstürme? Select your outpost, so we can start expanding it further. Ja, warte. So, ich selecte meinen Outpost. So, hier bauen wir einen Turm All hin. towers allow for foundations, wood, stone, and later, command towers. Command towers also allow for battlements. Hier mache ich noch einen Turm hin.
Können wir die verbinden? Ja. Die verbinden wir jetzt. Machen wir hier noch einen Turm hin. Vielleicht hier? Experimentiere mit Fundamenten. Verlängere die Baulinien langsam, bis du die Symbole Dreieck oder Viereck siehst. Drücke Space, wenn ein Dreieck oder Viereck angezeigt wird, um ein Fundament zu bauen. Okay. Ich werde jetzt erstmal hier upgraden. Und hier auch. Und hier. So, der Rest... Ach ne, hier ist noch einer. So, und hier kann ich jetzt Fundamente... Ah, hier kann ich Fundamente bauen. Ach, guck an. Da habe ich einfach jetzt ein Fundament gebaut. Wie krass das aussieht. Warte, stopp. Ich möchte die beiden verbinden. Das geht irgendwie nicht. Kann ich die verbinden? Ja. You cannot build on top of the sea tree fungi. These are needed to produce wood. All towers allow for foundations, wood, stone, and later, command towers. Command towers also allow for battlements. So, die sind jetzt verbunden. Keine Ahnung, was ich hier tue, Leute. Ich weiß einfach nichts. Mach das mal weg hier, das ist ein bisschen nervig. Und überall Wege hin. Das kann ja nicht verkehrt sein, oder? So. Verlängere die Baulinie langsam, bis du die Symbole Dreieck oder Viereck siehst. Drücke Space, wenn ein Dreieck oder Viereck angezeigt wird, um ein Fundament zu bauen. Ich kann bis 25 Bauwerke bauen. You cannot build on top of the sea tree fungi. These are needed to produce wood. All towers allow for foundations, wood, stone, and later, command towers. Command towers also allow for battlements. We have reached a milestone in population, aligning with the free houses. This will attract new free house captains and commanders to our banner. The free house folk are numerous, and will generally make for the majority of people in our settlement. All towers allow for foundations, wood, stone, and later, command towers. Command towers also allow for battlements. So, was soll ich jetzt machen? You cannot build on top of the sea tree fungi. Ja. These are needed to produce wood. Boah. Tutorial, den Aufklärer fliegen. Ja. We have done well. It is time we started being more ambitious. Take to the skies and seek out iron ore. Wie? There is no iron available for this upgrade. Verwende Tab.
Your surveyor allows you to build resource extractors, harbors, and outposts on other islands. It will also help to get you out of trouble, which is never far on the Earthsea. So, wie komme ich jetzt mit dem weg? Finde Eisenressourcen auf einer der kleinen Inseln in der Nähe. Verwende linke Maustaste, um den Aufklärer zum Cursor zu fliegen. Was denn für Inseln? Verwende linke Maustaste, um den Aufklärer zum Cursor zu fliegen. Verwende Space, um innerhalb der Ressourcengebietes zu bauen. Verwende M, um die Weltkarte und Ressourcen in der Nähe anzuzeigen. Okay, zeig mal. The world map shows our holdings, which we can fast travel to. I will also mark any freelance captains that enter our waters, as Steinbruch. well as suspicious locations. Wege weg, das ist unser Zeug. Was haben wir hier? Das sieht nach Eisen aus hier, ne? Das hier? Das ist so ein Ambosszeichen. Okay, dann fliegen wir mal dahin. Hier vorne vielleicht. Your surveyor can build a mine on this spot. Workers will mine for ore, and the metallurgical industry will be built up around it. Iron will allow our most advanced towers and buildings. We now have access to iron, but it needs to be transported across the water. Okay, jetzt müssen wir eine Route darüber Let us bauen. build a trade route for ships that can transport iron and other resources back and forth. Okay, hier ist schon Several mal... captains are now available. Each captain holds specific resources. For this trade route, iron is required, but wood is also recommended to expand the mine later. There's no wood here. My ship only carries wood and workers. This isn't the best. I will carry. There's no stone here to transport. So, ich habe jetzt 3 Captains. I feel useless. There's no wood here. So. Was machen wir jetzt damit? Es gibt keinen Captain zugewiesen, der Eisen transportiert. Bewege den Cursor über den Hafen und halte linke Maustaste, um das Captains-Menü zu öffnen. Ah ja, hier. So, ich brauche einen, There's no stone here to transport. This isn't the best use of my. der mit Eisen umgehen kann. My ship carries wood. I will only carry iron and workers Hier. for our industries. Der könnte das, The ne? iron I transport is helping Okay. our settlement grow and prosper. I will only carries wood. Nein. I will only carry iron and workers. The Nur iron I Eisen. Okay. transport is helping our settlement grow and prosper. So, wie können wir das jetzt machen? You cannot build here. There is no tower with access to wood nearby. This resource extractor is missing access to workers. Verwende Tab, um zurück zum Aufklärer zu wechseln und einen Hafen zu bauen. Harbors always need to be built Häfen as werden pairs. immer als Paar gebaut. Sobald du As soon 2 as you baust, build entsteht two, eine a trade Handelsroute. route will connect them. Captains will Okay. carry your resources over vast distances. Baue den Zielhafen im tiefen Wasser nahe deinem Außenposten.
Es wird automatisch eine Handelsroute zwischen den 2 Häfen erstellt. Der goldene Pfeil auf deinem Kompass zeigt in Richtung deines Aus... Achso, okay, wir müssen also zurück. Und dann bauen wir bei uns einen Hafen. Hier. Hier. Da bauen wir jetzt den Hafen hin. Sehr gut. Select your outpost, so we can start expanding it further. So, wir müssen... Irgendwie muss ich hier raus. With Wir gehen iron, jetzt hier we hin. can start building defensive structures, such as imposing command towers. But before doing so, we need to upgrade our outpost into a proper citadel. With all major resources So, now at our Kommandoturm. Oh, wie disposal, cool der jetzt schon let's aussieht. focus on building command towers. Oh mein Gott, wie cool das These can be aussieht. built with multiple floors as well as additional foundations Kommandotürme. and balconies. Werte einen einfachen oder Steinturm mehrfach auf, bis er ein Kommandoturm ist. Okay, dann gucken wir doch mal. Mehrfach? Mighty command towers have the potential to reach high into the sky. Their height can be increased by adding more foundations, as well as having Wie weit komme ich better denn jetzt access hier? to workers. Build this tower as high as possible. Boah. Change the floor you are Ändere den building. Boden, auf dem du baust. Lower Untere floors Ebenen bauen build Fundamente, während foundations, höhere while Ebenen higher Balkone und floors Brücken bauen. build balconies and sky bridges. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Aber es sieht sehr cool aus. Verwende F, um zur unteren Ebene zu wechseln. Ah, ich verstehe. Command tower foundations are strong battlements that support your tower. Foundations allow more floors to be built on the tower. This command tower is looking stout. We already have an experienced warbird commander among our retinue. Let's assign them to this command tower. So cool einfach. Ich baue einfach irgendwelche Sachen. Halte die linke Maustaste, wenn dein Kommandoturm ausgewählt und die Baulinie zurückgezogen ist, um das Kommandomenü zu öffnen. You will find no finer stable. Not since the Stallmeister. haven of the war. Rest assured, friend. Haben wir? My warbirds are the strongest and fastest. My stable mixes Zarkanda and Northern Greyback. Haben wir jetzt einen Commander drin, ne? Warbirds, the likes of which have not been seen for decades. This tower and its commander now stand watch over our settlement. Their forces will deploy, joining our battle group when the surveyor is Guck mal, hier wird near. auch automatisch immer noch irgendwas gebaut, ne? Our settlement is established. We have access to resources, a citadel, and command towers. It's time to explore the surrounding area, finding more people that will help us thrive. These are desperate times, so we may need to accept unlikely neighbors. But be wary of who you invite in. Also mit R komme ich They wieder bring hoch. their old allegiances, conflict is sure to follow. Now it's all up to you. Head out and explore Die the Open earth. World aufbrechen. Nee, ich will nicht. Rebuild our society as you see fit. Protect yourself Ein and our super interessantes citizens Game, well. Leute.
Aber ich habe überhaupt keinen Plan, was ich hier tue. Ich weiß nichts. So, wo soll ich jetzt hin? Balkon bauen, Space. Habe ich einen Balkon gebaut? Und was heißt jetzt in die offene Welt? Das heißt, es geht jetzt hier einfach weiter, oder was? A refugee settlement has been spotted on the horizon. Perhaps we can take Flüchtlingssiedlung these people in. am Horizont. Ach, hier. My ship carries wood. Things are good. Keine Ahnung, was ich hier tue. Guck mal kurz, ob ich hier irgendwie... Wie kann ich den jetzt hier anvisieren? You cannot build a harbor this close to another harbor. Hä? Kann ich das wegmachen? V, glaube ich, ne? Den kann ich, glaube ich, löschen. Ja, okay. Ich sehe jetzt nicht noch mehr durch als vorher. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das den einen oder anderen interessiert. Und das kommt auch, dieses Spiel kommt auch jetzt irgendwie im März raus. Ja, Leute, das war sehr, sehr interessant. Bulwark von dem einzelnen Entwickler. Ja, guckt euch selbst an. Die Demo existiert ja noch auf Steam. Schaut gerne mal rein. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten angespielt wieder. Macht's gut. Tschüss.